Cloud. Wir sprechen oder hören ganz oft in der Cloud. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich überlegt, ja, wo kommt denn dieses Cloud-Thema plötzlich her? Das kommt nicht plötzlich, weil eine Microsoft, eine AWS oder eine Amazon sich jetzt das überlegt haben, sondern das kommt im Endeffekt von uns allen, von unseren Hungern nach Digitalisierung als Endkonsumenten. Wir wollen heute in keiner Telefonwarteschlange mehr drinnen sein, wenn wir ein Hotelzimmer buchen, sondern wir wollen es in der App buchen, verschieben können, stornieren können, sofort wissen, wie viel es uns kostet, wenn wir es stornieren, sofort wissen, wenn wir es verschieben, wo ist was Nächstes zur Verfügung. Und das ist aber nicht nur in der Hotelindustrie, sondern das ist nahezu in jeder Industrie, in der wir mittlerweile sind. Ich habe mir gerade eine Hausbatterie für den Strom gekauft, für Photovoltaik. Da ist eine mobile App mit dabei. Bin hier in entsprechenden Gruppen, Userforen zu der Batterie. Und wenn da die Daten nicht sauber stimmen, dann wird sich da beschwert. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also die Erwartungshaltung von Endkonsumenten ist sehr, sehr hoch. Und oft im SIEM-Bereich, im SOC-Bereich hat man sich auch immer mit Office-Apps beschäftigt. Also Office-Productivity-Apps, Office-Arbeitsplätzen. Und ich glaube, das SOC, da ist auch so ein Change, der jetzt passiert ist, dass sie nicht nur jetzt ein Office 365 schützen müssen und überlegen, wie sie das monitoren, sondern auch auf der Business-Seite was entwickelt wird. Und da ist DevOps, Development Teams, Application Security plötzlich, was hier Business Critical wird. Ja? Und das muss im SOC dann entsprechend abgedeckt werden. Ja, die digitale Transformation setzt Unternehmen in den Druck, dass sie schnell neue Features, neue Funktionalitäten, neue Services ausrollen. Die Entwicklerteams müssen dadurch schnell mehr Releases rausbringen, wie es geht, so schnell wie möglich. Oft wird dann DevOps-Approach genommen oder CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment wird hier gemacht, wo dann entsprechend Tests laufen und dann Software direkt in die Cloud oder auf einen Server on-prem, der von der Cloud aus erreichbar ist, direkt deployed wird. Und damit die so schnell sind, diese Entwicklerteams, ja, greifen die zusätzlich auf Cloud-Services zu. Die können nicht warten auf Storage, auf eine Datenbank, bis die konfiguriert aufgesetzt ist, bis Backup-Konzepte erstellt worden sind. Die können, es geht sogar so weit, dass die Microservices, Serverless-Funktionalitäten von unterschiedlichen Herstellern verwenden. Ja? Und da gibt es dann plötzlich neue Cloud-Services. Und dann kommt das Ganze bei der Informationssicherheit an, im Security-Team, wo es dann heißt, ja, macht das mal sicher, monitort, überwacht das Ganze mal. Und hier ist die Herausforderung jetzt für Security-Operations Teams, dass die bereit sind, diese neuen Technologien abzudecken und auf der anderen Seite in der Agilität, in der Geschwindigkeit, in deren DevOps-Teams arbeiten, ja, dort mitzuhalten. Und ich kann Ihnen sagen, da sind wir im Security-Bereich noch etwas hinten dran. Da können wir vom DevOps Arbeitsprozessen noch viel lernen. Ja, Cloud ist ein Enabler für diese digitale Transformation, um das Unternehmen agiler zu machen. Aber es erzeugt auch erhöhte Komplexität. Wo wir in der Vergangenheit vielleicht on-prem in ihrem eigenen Rechenzentrum schon Komplexität haben, kommt jetzt, was nicht weggehen wird. Ja, das wird weiterhin bestehen. Vielleicht werden ein paar Server abgeschalten, aber komplett wird on-prem wahrscheinlich in Deutschland nicht komplett weggehen, sondern eher ein hybrider Ansatz wird passieren. Und genau da ist es dann so, dass zum Beispiel eben in Unternehmen, wir sehen da unterschiedliche Phasen. Und zwar einmal die Lift-and-Shift-Phase. Lift-and-Shift bedeutet, dass ich die On-Prem-Workload-Applikation 1:1 nehme und zum Beispiel in AWS, Azure, GCP transformiere und da entsprechend reinschiebe. Da ändert sich vom Operations-Rhythmus noch nicht allzu viel. Ja, ist nur ein anderes Rechenzentrum. Ist es immer noch Client-Server-Prinzip, Datenbank, Tomcat-Server, was auch immer, was Sie da drauf laufen lassen. Es ist in der Cloud, die Systeme sind schneller zur Verfügung. Storage, es ist vielleicht auch günstiger, Kostenreduzierung. All das auch schneller skalierbar vielleicht, ja. Aber von der Applikationsseite ändert sich noch nicht ganz so viel. Viele Unternehmen in Deutschland, ich glaube, die meisten sind gerade in dieser Phase.
Dann gibt es die Re-Architect-Phase. Das ist die Phase, wo man merkt, hey, wir müssen agiler werden in der Softwareentwicklung, wir müssen schneller Releases raus pushen, nicht nur 1 oder 2 oder 3 oder 4 Mal im Jahr, sondern 10, 20 Mal im Quartal wollen wir neue Versionen rauspushen. Ja? Und dann ist plötzlich ein neues Arbeitsmodell notwendig, wie man da arbeitet. Und da ist es dann so, dass die Applikationsebene sich ändert, die Architektur der Applikationen und Services, die hier laufen. Und zwar, die werden mehr modular, die laufen dann plötzlich in Container, die laufen in Kubernetes mit drinnen, entsprechend decoupled vom Betriebssystem, und da kann man dann zum Beispiel bei AWS, bei GCP für Kubernetes, ja, da muss man das Betriebssystem nicht mehr managen, nicht mehr patchen, kein Virenscanner und so weiter, sondern man lässt das Ganze dann in einem Container laufen. Hilft für Cyber Security, aber da gibt es dann entsprechend für Kubernetes, wie schützen Sie die, wie monitoren Sie die, wie sind da die Angriffsvektoren, da müssen Sie was Neues lernen. Ja. Und dann gibt es eben diese Cloud-Native-Geschichten, wo ja eine Netflix schon seit Jahren ist, eine Facebook, wo wir dann wirklich von 100, 200 Releases im Monat sprechen, wo täglich mehrfach neue Versionen rausgepusht werden. Dort arbeitet man dann mit Microservices, Serverless-Funktionalitäten. Da heißt es dann auch, da wird es dann wirklich komplexe Abhängigkeiten. Die Services werden hochgefahren und skaliert, je nachdem, wie sie gerade benötigt werden. In so eine Plattform, wo man diese Serverless-Funktionalitäten hochladen kann, ist zum Beispiel AWS Lambda. Dort ist es so, Sie laden Ihren Python-Code oder Ihren C++-Code oder Java-Code, egal was es ist, laden Sie dort rein und Sie zahlen nur nach Millisekunden, wie lang Ihre Code-Execution war im Endeffekt und ob jetzt Ihr Code 1 Million Mal parallel ausgeführt wird oder 10 Mal parallel aufgeführt wird durch einen Trigger, ja, ist im Endeffekt Ihnen von der Skalierung her egal. Das Einzige, was mit drin ist, es kostet Ihnen natürlich Geld. Ja, aber umso öfter das ausgeführt wird, umso mehr User haben Sie vielleicht drauf, umso wichtiger wird dann der Service. Und jetzt kommt das Interessante in dem Ganzen, was für Security-Teams das ein bisschen herausfordernd macht. Wir dachten lange bei Splunk auch, und ich selber habe da auch gelernt, muss ich sagen, ich dachte immer, pro Unternehmen ist man in einer Phase, und wir waren falsch. Und zwar, jedes Unternehmen ist in all diesen Phasen zur gleichen Zeit, nur es sind unterschiedliche Business Units, die eine ist mehr innovativer, die andere ist mehr nicht oldschool, aber mehr traditionell konservativ, ja. Und was wir auch gedacht haben, das ist alles nur für Großunternehmen. Ich habe letzte Woche mit einem Unternehmen 2000 Mitarbeiter machen für Lebensmittel, so Schneidemaschine für Schlachthöfe und so weiter, die auch digitalisiert sind mittlerweile, und die stellen DevOps-Leute ein, Cloud-Architekten ein, die Microservices-Erfahrung haben, Kubernetes-Erfahrung und so weiter. Also auch in mid-sized Organisationen in deutschen Unternehmen passiert das gerade. Ja. Bei manchen ist es noch früh, bei anderen, die sind da schon voll mit drinnen. Und das ist jetzt, was Cyber-Security-Teams eben fordert, wo man sich überlegen muss, funktioniert denn das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, wie wir gearbeitet haben, funktioniert das weiterhin? Wie lernen wir über diese neuen Technologien? Wie machen wir das Ganze? Und hier sehen wir eben die Zukunft von Security Operations Centern, wie die darauf reagieren können, Personen, Prozesse, Technologien. Und hier sehen wir die notwendigen Funktionalitäten.